Hallo, hallo und willkommen zu diesem Video. Es haben mich auf Instagram total viele Leute gefragt, wie ich es gemacht habe. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein YouTube-Video. Und zwar habe ich das erste Mal probiert, dass ich Kombucha, ich weiß nicht genau, wie die korrekte Aussprache ist, Kombucha selber braue sozusagen. Und das hier, ich habe das mittlerweile in ein paar schönere Flaschen umgefüllt, aber das hier zum Beispiel ist mein Kombucha mit Das hier ist mein Kombucha, den ich mit Apfel-Holunderblütensaft ein bisschen verdünnt habe, und den haben meine Freundin und ich gestern schon ein bisschen getrunken, drum ist da nicht mehr ganz so viel drin. Aber hier ist dieses Video, wie ich quasi zu diesem Getränk gekommen bin und wie man das daheim ganz easy selber nachmachen kann. Eine Liste mit den genauen Zutaten, die ich verwendet habe, findet ihr in der Beschreibung von diesem Video. Als erstes braucht ihr euer heißes Wasser, mit dem ihr dann die Teebeutel aufgießt. Am besten setzt ihr euch einen Timer oder so am Handy für ca. 8 Minuten, damit ihr ein richtig gutes Teekonzentrat bekommt. Dann liest ihr euch, wie ich hier, nochmal angestrengt die Anleitung durch. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann entfernt ihr die Teebeutel aus dem Wasser, drückt das nochmal so richtig aus und das Teekonzentrat könnt ihr dann in euer Gärgefäß füllen. Das Gärgefäß ist am besten ein großes Glas, das nicht leicht umfallen kann und ja, gut steht. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mir 100 Gramm Zucker in einem Messbecher ausgemessen habe, und ja, den Zucker braucht man in diesem Fall für die Fermentierung, also das ist quasi das Futter von dem SCOBY, von diesem Pilz, und das habe ich dann in das Gärgefäß dazugegeben. Dann braucht ihr auch noch 1 Liter kaltes Wasser aus der Leitung, das ihr zum Teekonzentrat und zum Zucker hinzugebt. Am besten gießt ihr das Ganze langsam auf, damit da nichts herausspritzt, weil immerhin ist kochend heißes Wasser im Gärgefäß und das soll dort auch bleiben. Da müsst ihr die Mischung so lange umrühren, bis der ganze Zucker sich aufgelöst hat, und am besten sucht ihr euch dann ein sauberes Geschirrtuch und einen Haargummi in meinem Fall oder einfach eine Schnur, die gut hält, und legt das mal beiseite, damit ihr das Gärgefäß dann gleich verschließen könnt. Dann nehmt ihr euren Teepilz aus der Packung. Ich habe nicht gleich gecheckt, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, wenn man so einen Sackerl aufreißt, weil ja, Gärflüssigkeit überall auf einem Teppichboden zu haben, ist vielleicht nicht das, was man so zwingend haben will. Am besten schneidet ihr das Ganze vorsichtig auf und gießt dann die Ansatzflüssigkeit gemeinsam mit dem Teepilz, mit dem SCOBY, in eure Flüssigkeitsmischung. Das bleibt dann so, und dann müsst ihr mit dem Geschirrtuch das Gärgefäß fest verschließen. Das dient eigentlich vor allem dazu, weil der Teepilz durchaus Sauerstoff haben möchte, aber kein Ungeziefer oder so oder irgendwelche Mücken eventuell reinfliegen könnten. Das Ganze stellt ihr dann irgendwo hin, wo es dunkel ist und wo es Zimmertemperatur hat, und dann lasst ihr das Ganze mal für eine Woche so stehen. Es ist der 8. Tag, seitdem ich meinen Kombucha, ich weiß immer noch nicht, wie man da genau sagt, angesetzt habe. Und in der Beschreibung ist gestanden, zwischen 7 und 10 Tagen kann man quasi so immer wieder probieren, ob er schon gut genug ist oder ob er noch zu wenig sauer ist und so. Und ich habe mein Glas die ganze letzte Woche nicht angerührt. Es steht da hinten im Eck in einer sehr dunklen Ecke. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal on camera. Angeblich kann man mit dem Strohhalm so einfach reinfahren und dann mal schlürfen. Ich weiß nicht, ob das lang genug ist, darum werden wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Mal schauen, was daraus geworden ist. So sieht das Ganze aus. Es riecht nach Kombucha. Ich sage jetzt einfach Kombucha. Es riecht danach auf jeden Fall. Okay. Schaut irgendwie krass aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber da ist so ein Film drüber. Sehr interessant. Also, ich zeige euch das mal. Also so sieht das Ganze aus meiner Perspektive gerade aus. Das ist so eine, also hier ist der große SCOBY drin, das ist das große orange Runde, und offenbar haben sich da links und rechts davon neue SCOBYs gebildet. Ich habe in der Woche, ich glaube vor 2 Tagen oder so, da schon mal reingeschaut, und ich habe mir dann gedacht, okay, das schaut voll komisch aus, wie sind da so weiße Knubbel überall. Und ich war dann kurz etwas besorgt, ob es sich um Schimmel handelt, aber das ist kein Schimmel, das ist neue Hefe. Und diese Blasen, also es sind einfach Luftblasen, die unten sind. Ich glaube, ich werde da jetzt einfach mal probieren. Ich habe dann einen mega langen Strohhalm, und mit dem komme ich hoffentlich da runter. Wow, das ist mega gut.
Ist auch voll Kohlensäure, halte ich schon. Ah, ich freue mich gerade voll. Das ist richtig gut. Es schmeckt wie Kombucha. Ich glaube trotzdem, dass ich es noch einen weiteren Tag lasse, nur dass ich so richtig diesen Kombucha-Geschmack noch reinkriege. Aber das ist mega gut. Yeah, it's a success. Bis morgen. Ey, es ist der nächste Tag und ich habe mir gedacht, ich fülle jetzt einfach meinen Kombucha ab. Ich habe hier den fertigen Kombucha hier drunter. Tada. Und dann habe ich auch noch, ich habe eigentlich keine wirklich guten Flaschen, aber ich habe so Einweggläser und die müssen es jetzt einfach toll tun. Da habe ich auch zuerst gerade nochmal heiß ausgewaschen, dass das auch wirklich alles ganz sauber ist. Und einen Messbecher, weil man muss laut Anleitung, wo ist die? Nun kannst du deinen Kombucha in Flaschen abfüllen. Achte dabei unbedingt darauf, etwas Kombucha als Ansatzflüssigkeit für deinen nächsten Ansatz übrig zu lassen. In der Flasche kann der Kombucha maximal 2 bis 4 Tage verschlossen bei Zimmertemperatur fermentieren, um Kohlensäure aufzubauen. Du kannst verschiedene Kräuter, Säfte und Früchte mit in die Flaschen geben, um interessante Geschmacksvariationen kreieren. Ich glaube, ich werde den Kombucha dabei einfach mal Natur lassen, also jetzt irgendwie nichts reingeben, das werde ich ein andermal probieren. Wie viel Ansatzflüssigkeit sollte ich da überlassen? Mit diesem Set, das ich da bestellt habe, ist 200 ml Ansatzflüssigkeit gemeinsam mit dem SCOBY gekommen. Das heißt, vielleicht mache ich einfach das Gleiche. Wäre das am besten, einfach mal den ganzen Kombucha in dieses Glas reinleeren, also in diese, wie nennt man das, in diesen Messbecher hineinleeren. Ich mache das am Boden, weil ich sonst nicht wirklich eine gute Arbeitsoberfläche habe, weil meine Küche ist nicht wirklich für Videos geeignet. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Im Endeffekt sind es dann 3 solcher Gläser geworden. Moment, und hier ist das letzte. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier gute 400 ml Flüssigkeit insgesamt noch über, gemeinsam mit dem SCOBY, der da drinnen herumschwimmt. Und ich glaube, das würde circa passen für eine neue Ansatzlösung. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt noch wird bezüglich Kohlensäure. Also grundsätzlich, wenn ich da mal eines probieren kann. Das ist richtig gut. Es schmeckt im Vergleich zu den gekauften Kombuchas schon ziemlich anders. Viel säuerlicher noch und irgendwie nicht so zuckrig. Ich habe gelesen im Internet, was man bei Kombucha einfach immer beachten muss, ist, dass der gekaufte Kombucha natürlich viel süßer ist als der selbstgemachte, weil die halt da alle möglichen Zuckerzusatzstoffe noch hinein und dass sich das einfach auch gut verkauft. Ich freue mich auf meinen zweiten Batch und in diesem Sinne zurück zu Intro Mila. Oh, ihr seid schon wieder da, sorry. Das war sozusagen das Making-of von diesem Getränk und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Feel free to try it as well. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Ich möchte, wenn es geht, bis zu Beginn der Sommerferien heuer, also das ist irgendwie so Ende Juli, möglichst nahe an 3000 Abonnenten rankommen. Also falls ihr noch nicht abonniert seid, dann klickt einfach unten auf diesen Button. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!